Hallo und herzlich willkommen alle Schnitzfreunde. Heute zeige ich hier ein Video zu einem Engelskopf. Das Ganze nennt man auch Putto, wie ich jetzt nochmal korrekt gelernt habe von dem Auftraggeber, der ein alter, weiser Mann ist. Ja, kein weißer Mann, sondern ein weiser Mann. Also wirklich sehr kulturell gebildet und der wollte das jetzt eben gern zu Hause an die Wand hängen und das verschenken. Und das habe ich jetzt geschnitzt hier aus Lindenholz, habe ich auch extra so ausgewählt. Ist ein sehr schönes, schnitzbares Lindenholz gewesen, abgelagert alles. Aber es hat eben ein bisschen diese Verfärbungen. Wer aufmerksam zuschaut, wird das sicherlich gleich gemerkt haben, dass das so ein bisschen so einen Streifen drin hat. Die Linde hat ja manchmal diese Einlagerungen, das ist zum Teil Salz oder können eben auch andere Verfärbungen sein. Und das habe ich jetzt drin gelassen, weil das Ganze sollte eben noch entsprechend gefasst werden, also farbig gemacht werden und auch vergoldet werden von einem Fachmann. Und zum Teil wollte es der Auftraggeber auch gerne noch selber eben entsprechend bemalen. Wahrscheinlich ist er da gebildet oder kennt Leute, die sich damit sehr gut auskennen. Ja, so ist es eben manchmal und dann nimmt man eben dieses Holz, was man da zur Verfügung hat, was für solche Aufträge gut geeignet ist. Wer aber das Ganze mal nachmachen will, das ist eben hier so ein bisschen eine Anleitung auch für die eigene Praxis gedacht und dann könnt ihr euch gerne davon anregen lassen. Ich habe es ein bisschen kommentiert. Natürlich gibt es manche Dinge, die sich immer wiederholen, aber vom Prinzip her ist es natürlich dann anwendbar auf deine eigene Arbeit und du kannst da einiges rausziehen. Wenn du das noch vertiefen willst, kannst du natürlich auch mal einen Schnitzkurs in Anspruch nehmen. Da gibt es ja auch noch andere, nicht nur mich, aber natürlich auch hier in der Region Berlin-Brandenburg so. Da wäre das jetzt eben auch eine Möglichkeit, mich vielleicht mal zu kontaktieren. Das wird auch immer wieder in Anspruch genommen. Ja, dann wünsche ich allen viel Spaß beim Zuschauen in diesem Video und Film. Nachdem ich den Engelskopf ausgesägt habe, habe ich ihn dann aufgeschraubt hier an diesem Galgenelement und zwar mit der Figurenschraube von hinten und daher das Längsholz ja längs verläuft und wenn ich da reinschraube, habe ich also den idealen Halt, dass es nicht rausreißen kann. Das ist natürlich wunderbar. Wenn ich hier jetzt wirklich mal draufhauen will, kann ich es auch sehr fest anziehen, ohne dass es sich jetzt verdreht. Und dann nehme ich hier mein 6 cm Balleisen, beidseitig geschliffen. Das ist halt sehr schön für diese plastischen Arbeiten zum Anlegen. Und das ist jetzt hier von der Marke Stubai aus diesem Bildhauersatz, den ich auch unter dem Video verlinkt habe. Hier ist noch so ein Stich 11, den habe ich mir früher mal, als ich begonnen habe, gekauft. So ein schön tief gehöhltes Hohleisen der Marke Pfeil, das hat diesen ovalen Schwung und das kann man so schön auf die Seite legen, dann hat man ungefähr einen Stich 3. Auch hier bei dem kleinen 15 mm breiten Stich 11, da ist das genauso. Wenn ich es auf die Seite lege, habe ich wie so einen Stich 3 und da kann ich dann den Hals schön ausformen. Und die neuen Stiche, die Pfeil jetzt produziert von dem 11er, die sind noch tiefer gehöhlt, noch schöner. Also das kann man wirklich nur mal empfehlen, wenn man da noch ein paar Eisen sich kaufen möchte, eventuell einige dieser zu bestellen. Auch der Stich 14, den ich jetzt hier habe, das ist ja wie ein Geißfuß, der unten aber eine Rundung hat, wie so ein Stich 11. Aber dann eben die geraden Flanken, auch der ist sehr schön zum Anlegen. Ja, jetzt nehme ich hier wieder dieses tief gehöhlte Eisen, diesen 11er Stich und mache da unten bei der Nase was weg. Man kann das ja schön proportionieren mit so einer Drittelteilung, also dass die Augenbrauen 1/3 abmessen, dann bis zur Nase wieder 1/3 und bis zur Kinnspitze wieder 1/3. Und das habe ich hier einfach mal angewendet. Das ist ja so ein Engelskopf, wo ich auch eine Vorlage bekommen habe. Der soll also genauso werden und der hat diese Rosen in die Haare reingesteckt, die man dann ganz zum Schluss noch sehen wird. Also das habe ich mir jetzt nicht kreiert, sondern das mache ich für jemanden, der das so haben wollte. Genau, und dieser Schwung der Federn, da kann ich wieder schön mit diesem Geißfuß arbeiten, diesem Stich 14, um das anzulegen, weil ich will das ja aus dem Holz rausholen und damit kann ich halt sehr schön auch formen und ja, so grobe Formen zuschneiden, anlegen, aber eben auch mit diesen 11er Stichen hier, diesem Hohlbohrer, also den ich jetzt benutze, um das Auge zu öffnen. Und wenn ich das dann ringsherum wieder schön fein schneide mit so einem modellierenden Schnitt, kann ich also das Auge als Augapfel wirklich ausarbeiten. Ich kann aber auch über Flächen arbeiten, wie man hier sieht. Und durch diese belebte Struktur habe ich ja die Möglichkeit, mir so ein paar neue Eindrücke zu schaffen, wie die Form wirklich beschaffen ist, um die Form besser zu verstehen. Ja, ich muss mich ja daran arbeiten und das Ganze ausarbeiten, dass es auch zueinander passt.
Das ist dann natürlich die Schwierigkeit. Und bei dem Mund ist es eigentlich das gleiche wie beim Auge. Man kann das schön mit diesen Hohleisen oder mit diesen Elfer-Stichen machen. Also der Stich bezieht sich natürlich immer auf die Form des Eisens. Und die Stichbezeichnung von diesen schrägen Balleisen ist dann meistens Stich 2 oder so, meine ich, oder Stich 1S. Da gibt es unterschiedliche Formen, aber diese beidseitig geschliffenen schrägen Balleisen, die sind halt sehr schön zum Ansetzen an so einer plastischen Form. Und dadurch, dass sie so schräg sind und wenn ich jetzt quer über diese Maserung schnitze, die ist ja längs gewachsen, dann habe ich immer wie so ein bisschen einen ziehenden Schnitt, weil dieses Eisen ja nicht einfach nur gerade, sondern so ein bisschen schräg dann wie so ein Schälschnitt macht. Das ist also sehr schönes Arbeiten zum Sauberschnitzen, aber auch zum Anlegen. Und wenn man in Eckbereiche mal reinhauen will, braucht man also gar nicht groß die Eisen wechseln, sondern kann sehr viel mit so einem schrägen Balleisen machen. Ja, jetzt bin ich hier schon so bei dem Ausarbeiten, also anlegen, durcharbeiten und dann sauber arbeiten. Das ist so mein Werdegang, den ich immer als Grundregel verwende. Und eben auch hier, jetzt bin ich so bei diesem Ausarbeiten, Durcharbeiten. Und da kann ich auch wieder die Hohleisen einsetzen, Stich 11. Da nehme ich halt noch ein bisschen Material weg und schaue mir das an, wie wirkt das. Weil das Problem ist, ich kann hier nicht so direkte, scharfe Schnitte machen, sondern ich muss wirklich mich ein bisschen ranarbeiten. Das hält zwar auf, das braucht dann eine gewisse Weile, aber sonst kriege ich die Form halt nicht so durchgearbeitet. Wenn ich das einfach nur ganz schnell schnitz irgendwie und möglichst zügig fertig werden will, dann kann ich hier diese kleinen Details und diese weichen Formen nicht einfangen. Und auch diese Rosen haben es so ein bisschen in sich, weil ich darf sie nicht zu scharfkantig schnitzen, weil das Ganze soll dann noch gefasst werden, dass entsprechend die Haarpracht mit den Rosen und so weiter, das soll vergoldet werden und das soll einfach noch mit Ölfarbe dann gefasst werden. Es wird also grundiert und dann noch bemalt und deshalb muss ich auch ein bisschen weich schnitzen, das Ganze. Und das ist nach einem historischen Original aus einer Kirche abgenommen, so ein Rokoko-Engel ist das, mit solchen Rosen in den Haaren. Hinten muss natürlich auch was weg. Wir sind hier also jetzt schon im Bereich eigentlich eines Hochreliefs. Das ist wirklich eigentlich fast vollplastisch. Hinten fehlt ein ganz kleines bisschen von der vollplastischen Ausformung vom Schädel sozusagen oder von den Haaren. Das ist ein bisschen flach, weil das ja an der Wand hängen soll. Aber sonst ist es ja weitestgehend vollplastisch. Also würde das, wenn es jetzt auf einer Platte wäre, wie so ein Hochrelief. Und da kann ich eben auch schon dezent hinterschneiden, und um diese vollplastische Wirkung zu bekommen. Ja, die Ohren sind hier in dem Fall ziemlich schwierig anzulegen, weil das ja eigentlich so eine wichtige Hauptform ist, so eine Schräge, die so nach hinten breiter wird, von vorne aus gesehen. Und das lässt sich natürlich im Gesamtzusammenhang mit dem Kopf immer schön anlegen. Wenn man das jetzt nicht gewohnt ist, dass die Haare und die Rosen da stören, dann kann das schon ein bisschen eine Schwierigkeit darstellen. Dessen muss man sich bewusst sein. Wenn man also jetzt eine Figur mit so Haaren schnitzt, würde ich am Anfang empfehlen, die Ohren erstmal zu verstecken unter den Haaren, dass man die gar nicht erst mit schnitzen muss. Aber das konnte ich eben hier nicht machen, weil im Original die Ohren auch zu sehen waren. Ja, hier unten, das habe ich als Rosen gestaltet. Das war nicht mehr ganz klar zu identifizieren von der Vorlage her, was das ist, ob es jetzt Haare sind oder Rosen. Aber auf jeden Fall ist es auch so mit akzeptiert worden und durchgegangen, dass man da einfach das als Rose sieht. Aber es hätten auch Haare sein können. Also da hat man auch so ein bisschen Gestaltungsspielraum natürlich bei solchen Objekten, wenn man jetzt sowas öfter machen möchte, so, vielleicht so christliche Darstellungen, so Engelfiguren oder Heiligenfiguren, dann hat man natürlich auch da gewisse Variationen, die man dann selber noch ein bisschen verändern kann. Bei den Haaren zum Beispiel habe ich dann auch so ein bisschen Blätter noch mit reingeschnitzt, die so in Haare übergehen. Also das war nicht ganz klar auch, wie man das jetzt darstellen kann oder wie das im Original ist. Ja, das Auge muss ich natürlich auch hier wieder schön ausarbeiten. Also ich versuche den Augapfel möglichst so plastisch wie möglich zu schnitzen, wobei die Nasenform eigentlich jetzt nicht ganz natürlich aussieht, weil das so ein bisschen... Das ist schon ein bisschen stilisiert, das Ganze, weil diese sakralen Arbeiten ja meistens auch von einer
gewissen Ferne angeschaut werden und dann müssen sie einfach auch gut wirken und da geht es dann nicht immer nur um diese naturgetreue Wiedergabe, sondern eben auch um so eine Kunstform und das war halt hier, dass die Nase so ein bisschen erinnert eigentlich an die alten Griechen fast schon, an die griechischen Statuen, wo das sehr streng ist und diese Nasenwurzel recht hoch liegt und so. Also da habe ich auch ein bisschen üben oder schauen müssen. Das war etwas ungewohnt, das so zu machen. Normalerweise müsste die Nasenwurzel ja noch tiefer liegen, gerade wenn das kindlicher aussehen soll, aber das war hier eben nicht der Fall. Also das ist mir auch aufgefallen. Ja, wenn ich das jetzt feile oder raspel, ich nehme hier in dem Fall eine Feile und ich setze die ganz zum Schluss ein. Ich tue damit also nicht wirklich formen, nur minimal. Ja? Also formen hier im Sinne von, ich ziehe alle Formen, alle Schnitte zusammen zu einer einzigen Form. Ja? Dieses Zusammenziehen mache ich schon mit dieser Feile. Und wenn man jetzt diese schön geschwungenen und geformten Feilen hier nicht hat, die gibt es glaube ich auch nicht mehr zu kaufen. Das sind sehr besondere, gute Feilen. Dann nimmt man halt einfach einen Satz Schlüsselfeilen aus dem Baumarkt. Das ist sehr einfach und damit kann man dann auch sehr schön härtere Hölzer feilen. Man braucht auf jeden Fall etwas Rundes, womit man so ein bisschen in diese Hohlungen reinkommt und eine Gerade, die auch ein bisschen spitz zuläuft, dass man eben hier auch mal in eine Ecke reinkommt. Ja, und dann schnitze ich natürlich wieder nach. Ich schleife noch nicht, weil wenn ich schleife, bleiben natürlich diese kleinen Korundkörner an der Oberfläche hängen und deshalb empfiehlt es sich nach dem Feilen dann nochmal zu schleifen. Das Feilen hat auch die Bewandtnis, wenn das jetzt noch vom Fassmaler bemalt wird, ja, dann hält das natürlich besser. Die Grundierung hält dann wesentlich besser, wenn alles schön geglättet und auch so ein bisschen aufgeraut ist, weil der das ja dann erstmal aufträgt, dann wird das wieder zwischenschleifen und so weiter, trägt das dann mehrmals auf. Und das ist natürlich ideal, wenn ich da so ein bisschen eine raue Oberfläche habe, wenn das ganz fein, haarscharf geschnitzt ist. Das ist ja wie so ein chirurgischer Schnitt, wo die Oberfläche dann spiegelglänzend ist, wenn das Messer wirklich scharf ist. Also das hat auch alles seine Bewandtnis. Und wenn ich das natürlich stehen lassen will, dieses geschliffene oder gefeilte, dann wirkt das extrem plastisch. Ja. Dessen muss man sich auch bewusst sein, dass man damit natürlich gestalten kann und das Ganze noch noch perfekter zum Teil auch aussehen lassen kann, wenn ich jetzt einen Akt gestalten möchte oder so ein Frauenkörper, so ein Akt oder so, dann kann ich das hiermit natürlich mit dieser Technik ja sehr naturalistisch auch arbeiten, dass es wirklich wie ein menschlicher Körper aussieht, wenn ich alles auf die Art und Weise durchforme und ausfeile. Ja, und die Feile ist natürlich ein wundervolles Werkzeug für alle Bildhauer zu all den Zeiten, also in den vergangenen Jahrhunderten. Man hat die ja schon sehr früh gehauen und das sind halt ganz wundervolle Werkzeuge, womit man eben auch Oberflächen formen kann. Wenn ich Material wegnehmen muss, nehme ich natürlich wieder hier dann diese Hohleisen im Stich 11 auch oder Hohlbohrer, um wirklich in diese vertieften Bereiche reinzukommen, um wieder was auszuformen. Ja, die nehme ich halt immer, auch wenn ich formen möchte, wenn Material weg muss. Und dieser Augapfel muss halt hier nochmal eine Stufe feiner geformt werden, bevor ich ihn wirklich glatt schnitzen kann. Das ist also ein wichtiger Schritt, der immer mit zu tun ist. Und ich nehme das dann auch in die linke Hand, einfach, dass ich besser sehen kann, auch wenn ich es nicht 100% ideal führen kann. Dann ist es mir wichtiger zu sehen, wie ich es mache, weil wenn ich die rechte Hand nehme, muss ich so verkrampft mich dann hinstellen und dann sehe ich es wieder nicht genau, was ich da tue. Hier mit einem Schnitzmesser, das muss schön schlank auslaufen vorne, das kann sogar noch schlanker sein wie meines, was ich hier habe. Und dann nimmt man eben auch so Hohleisen oder kleine Flacheisen, die so ein bisschen in diese Schwung der Lieder passen. Wie diese geformt sein müssen, das würde jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen zu weit führen. Auf jeden Fall sollte man sie nicht zu gleichförmig machen, sondern da muss schon eine gewisse Differenz zwischen dem Ober- und Unterlied erkennbar sein und dass sie idealerweise etwas versetzt geschwungen sind. Sie können natürlich individuell geschwungen sein, aber gut ist es immer, wenn die ein bisschen versetzt sind, dass dadurch mehr Leben entsteht. Und ja, so ein gewisser Rhythmus auch in der ganzen Figur, das sieht man auch in der Anordnung der Rosen, dass dadurch so eine leichte Rhythmik entsteht und auch durch den eingekippten Kopf und so.
Und das kann ich natürlich auch mit solchen formgebenden Linien, wie es dann hier bei den Augen ist, noch ein bisschen unterstützen. Das klang jetzt theoretisch, das muss man natürlich probieren und gucken, was einem am besten gefällt. Aber wenn es ja so eine barocke Arbeit sein will, müsste man sich auch ein bisschen mit sowas beschäftigen, wie die das früher also gemacht haben. Man sieht, das Messer arbeitet sehr schön, man kann da in diese Eckbereiche arbeiten und das auch sauber schnitzen. Man darf natürlich nicht zu tief reinstechen, also sehr vorsichtig und sensibel, aber dann wird das auch ein schönes Ergebnis. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir hier gerne einen Daumen nach oben, like das gerne, teile es gerne mit anderen oder schalt beim nächsten Mal auch gerne wieder ein und lass hier ein Abo da für diesen Kanal, dann verpasst du keine dieser Videos mehr. Ja, ich danke dir recht herzlich und wenn du einen Kommentar hast, lese ich dir mir auch gerne durch unter dem Video. Tu das da auch gerne noch kommentieren, wie du es fandest, wie es dir gefallen hat oder was du vielleicht für Anregungen hast, dann gerne unter das Video schreiben. Wenn du sowas in Auftrag geben willst, wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit, dass ich dir helfen kann, für deine Ideen so ein bisschen als Geburtshelfer zu agieren, um da sowas in der Richtung umzusetzen, dann kannst du mich gerne kontaktieren, dann können wir da eine Lösung finden. Ich schnitze jetzt zum Beispiel gerade eine Ringbox, ja? Also für jemanden eine individuelle Ringbox mit einer kleinen Figur oben drauf und ja, das werde ich hier sicherlich auch nochmal zeigen. Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Arbeit. Also da gibt es sehr etliche Möglichkeiten, wie man da kreativ werden kann und ich kann dir natürlich auch ein bisschen helfen und Anregungen geben oder Vorschläge machen und. Also da gerne mal was entwickeln. Wenn du es aber selber umsetzen willst, dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinen eigenen Arbeiten und vielleicht hast du ja gute Ergebnisse mit dem, was ich hier so ein bisschen vorgegeben habe oder gezeigt habe. Vielleicht kannst du damit was Gutes erzielen. Dann wünsche ich dir damit viel Erfolg und gutes Vorankommen. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis zum Wiedersehen. Mach's gut. Euer Simeon Decker.